Hallo allerseits, heute gibt es mal wieder ein Unboxing von einer Modelleisenbahnlokomotive im Maßstab 1:32. Und zwar von den Steiner Modellwerken in Dillingen. Das ist ein neuer Hersteller, der erstmals ein Modell in der Spur 1 realisiert hat. Die Lok ist eine Baureihe 81, deren Vorbild 1927 in 10 Exemplaren gebaut wurde. Und im Internet habe ich mir schon mal runtergeladen eine Kurzanleitung, wie man die Lok richtig auspackt. Hier zum Lieferumfang gehört eine Bedienungsanleitung, eine kleine, mit den wichtigsten Informationen, wie man die Lok abschmieren muss, was ich jetzt hier aber sparen kann. Der Hersteller hat gesagt, wenn ich sie nur ganz kurz fahren lassen will, brauche ich sie jetzt hier nicht abschmieren. Dann gibt es Informationen zu den ganzen Geräuschfunktionen und sonstigen Funktionen, die in der Lok enthalten sind. Dann noch weitere Informationen, wie man hier das Rauchöl nachfüllt und wie man hier das Führerstandsdach abnimmt und Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Zum Lieferumfang gehören auch hier Kleinteile, eine Schaufel und ein Haken, die wir uns nachher auch aus der Nähe anschauen, und 2 Handschuhe, die ich jetzt hier auch mal anziehen werde, damit es nicht wieder Diskussionen gibt, warum ich das jetzt hier nicht gemacht habe. Zunächst muss man die obere Abdeckung abnehmen, dann die nächste Abdeckung. Dann kann man die Folie zur Seite klappen. Dann soll als nächstes hier die Seiteneinlage herausgezogen werden. Und die zweite. Dann kann man die Puffer entlasten. Und dann kann die Lok vorsichtig herausgehoben werden. An den Pufferbohlen soll man sie am besten anfassen, dafür ist das ausgelegt. Jetzt kommt die Lok erstmal auf die Waage, um zu schauen, wie schwer sie ist. (3.318 Gramm) zeigt meine Waage. Das Modell ist aus Messing gefertigt und hat viele Messing-Feingussteile. Die Räder sind natürlich aus Edelstahl und es wurde in 3 verschiedenen Varianten realisiert. Und zwar in einer Epoche 2 Lok mit Betriebszustand des Jahres 1928, dann eine Epoche 3a Lok mit Betriebszustand 1955 und dann noch dieses Modell hier mit Betriebszustand 1959. Ich werde jetzt als erstes mal noch diese Klebestreifen abziehen, die beispielsweise hier die Schraubenkupplung sichern und auch hier die Deckel sichern, die Sandkastendeckel, und dann schauen wir uns mal das Modell genauer aus der Nähe an. So, jetzt steht die Lok auf einem Rollenprüfstand, damit wir sie uns mal etwas genauer ansehen können. Ursprünglich hatte die Lok mal eine Länge von 11,8 Meter im Vorbild und das wären im Modell 346 mm. Dieses Modell hat allerdings eine Länge von 352 mm. Das liegt daran, dass Steiner Modellwerke die Loks in der Epoche 3 gemäß der Verlängerung realisiert hat. Es wurde vorne der Rahmen etwas verlängert. Das Modell der Epoche 2 wurde in der Länge von 346 mm realisiert. Jetzt wird es Zeit für einige der unzähligen Details dieses Lokmodells. Ich fahre mal etwas näher ran, damit wir uns mal den Wasserkastendeckel aus der Nähe ansehen können. Auf beiden Seiten lässt sich dieser nämlich öffnen. Drei der 4 Kesseldome haben Deckel, die sich öffnen lassen. Hier ein Sandkastendeckel, noch ein weiterer und das ist der Deckel des Speisedoms. Die Rauchkammertüre hat bewegliche Vorreiber. Und lässt sich natürlich öffnen. Wie bei Spur 1 Loks üblich sind die Puffer natürlich gefedert. Und bei einigen Spur 1 Loks lassen sich auch die Bremsschläuche bewegen. Und bei diesem Modell lassen sie sich auch aushängen.
Wir haben hier einen ganz feinen Haken, den ich jetzt auch mal versuchen muss, nochmal zu zeigen. Und auch die Schraubkupplung ist vorbildgerecht und ist in dem Falle auch sehr detailliert worden. Jetzt als optisches Highlight die Luftpumpe. Ich versuche mal noch näher an die Beschriftung ranzufahren, damit man auch die sehen kann. Auch den Zylinder müssen wir uns unbedingt mal aus der Nähe ansehen. Und noch eine Beschriftung ist hier zu entdecken, direkt im Rahmen. Jetzt mal ein etwas längerer Blick auf die gesamte Kesselpartie und auf den gesamten Wasserkasten, der zum Teil geschweißt und genietet ist. Und unter diesem Wasserkastendeckel auf der Seite befindet sich noch ein Schalter zur Deaktivierung des Motors. Auch die Bedruckung mit Betriebszustand 1959 gemäß Untersuchungsdatum im Juni 1958 ist sehr fein geworden und die Beschilderung kann sich natürlich auch sehen lassen. Ein Blick zur Führerstandstüre mit echtem Türgriff, der richtig funktioniert. Und einen Blick ins Innere des Führerstands zeige ich dann später nochmal ganz genau. Jetzt aber zuerst ein Blick zu einem Werkzeugkasten am hinteren Ende des Führerstands. Den muss ich jetzt unbedingt zeigen, und zwar aus nächster Nähe. Hier sind ganz winzig kleine Verschlüsse zu sehen, die man fast nur erahnen kann, aber die sind auch beweglich. Und dann kann man den Werkzeugkasten tatsächlich aufmachen. Das versuche ich wieder zuzumachen. Das ist natürlich sehr filigran. So, jetzt ist wieder zu. Nur noch ein Blick ans Lokende. Auch hier viele schöne Details. Der Kohlenkastenaufsatz hat eine Nachbildung der Holzmaserung. Und jetzt geht es zum versprochenen Führerstand. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, warum ich den Führerstand von oben zeige. Das ist ganz einfach. Steiner Modellwerke hat das Dach abnehmbar gemacht mit einem Magnetverschluss, damit der Modellbahner mal wirklich den Führerstand aus nächster Nähe genießen kann. Hier sieht man im Dach die zwei Magnete, mit denen es gehalten wird, und hier den Riegel, damit es eingeschoben wird. Und hier sieht man auch, dass die Beleuchtung fest im Führerstand integriert ist und nicht im Dach sitzt, damit man eben danach dann auch beim Abnehmen des Dachs die Beleuchtung hat. Und jetzt ein Ausflug ins Führerstandsinnere. Die Aufnahmen des Führerstands lasse ich jetzt einfach mal wirken, ohne weitere große Kommentare. So, jetzt noch ein Blick in die Feuerbüchse. Da nehme ich jetzt aber auch noch ein Geräusch gleich vorneweg. Zu den weiteren Geräuschen kommen wir später.
Die Glut richtig schön lodern und dann Rost. Ich mache jetzt mal die Beleuchtung, die Taschenlampe aus, damit man das auch besser sieht. Und passend zum Kohlenschaufeln sollte ich jetzt natürlich auch mal kurz die Schaufel und den Schürhaken zeigen. Jetzt zu den zahlreichen weiteren Geräuschen des Modells. Es hat einen Isolog Sound 5L Decoder an Bord, der ist multiprotokollfähig, unterstützt also alle gängigen Digitalformate und kann hier beispielsweise mit einer Märklin Central Station im MFX-Modus sich selbst anmelden und zeigt dann an der Zentrale auch alle vorhandenen Funktionen. Ich schalte jetzt mal das Grundgeräusch ein und dann auch die Beleuchtung. Da ertönt dann ein Turbogenerator nach einiger Zeit. Bei Fahrtrichtungswechsel schaltet die Beleuchtung auf eine Lampe in Rot um. Man kann diese natürlich auch deaktivieren. Ich schalte jetzt aber auch den Turbogenerator aus. Dann gibt es einen Pfiff. Der manchmal anders ertönt, wenn man wieder drauf drückt. Dann ist separat programmiert ein Kurzpfiff. Eine Glocke. Dann gibt es ein Kuppelgeräusch. Bremse anlegen. Dann eine Bahnhofsdurchsage, eine erste. Vorsicht, zurückbleiben bitte. Und noch eine zweite. Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter. Wasser füllen. Jetzt gibt es das Geräusch des Sandens. Dann haben wir noch eine Luftpumpe. Die Wasserpumpe. Der Injektor. Dann gibt es die Funktion eines Sicherheitsventils. Dann gibt es beim Fahrtrichtungswechsel auch das Geräusch der Umsteuerung und das wird sogar über einen Servomotor nachgebildet. Ich schalte jetzt mal von vorwärts auf rückwärts. Jetzt wieder umgekehrt. Und jetzt mal aus der Nähe. Jetzt Umschaltung auf rückwärts. Und jetzt wieder auf vorwärts. Jetzt gibt es mal das Geräusch einer ganzen Fahrt.
Nun noch zwei Funktionen, die man nur während der Fahrt zuschalten kann und hört. Und deshalb muss ich die Lok jetzt erstmal ein Stück anfahren, damit wir sie uns anhören können. Die erste Funktion ist das Kurvenquietschen. Und als zweite Funktion gibt es noch die Schienenstöße. Die variieren auch in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Jetzt auch mal kurz ein Blick unter die Lok. Der Fahrlobermotor greift auf die dritte Treibachse hier über ein Getriebe. Hier an der vierten Achse sieht man den Taktgeber-Ringmagneten und den Hallsensor für das radsynchrone Geräusch. Und die vorderen beiden Achsen sind seitlich verschieblich und jede Achse ist gefedert gelagert und der Kraftantrieb erfolgt direkt übers Gestänge. Auf einer kleinen Teststrecke in einem Regal zeige ich jetzt noch, dass die Baureihe 81 problemlos enge Märklin-Weichen mit 1020 mm Abzweigradius beherrscht. Ich zeige das ohne Geräusch, damit man auch mal hört, wie ruhig der Faulhabenmotor läuft. Und jetzt gibt es noch als Schmankerl eine Langsamstfahrt in der niedrigsten Fahrstufe. Die Lok braucht jetzt für 1 Meter etwa 200 Sekunden. Das ist maßstäblich umgerechnet eine Geschwindigkeit von nicht einmal 0,6 Stundenkilometer. So langsam habe ich in Spur 1 noch nie eine Lok erlebt. Trotzdem fahren wir jetzt wieder schneller. Nachdem das Modell auch einen Rauchentwickler an Bord hat, muss ich den natürlich jetzt auch zeigen.
Nachdem man vom Rauchentwickler vor einem weißen Hintergrund relativ wenig sieht, habe ich die Lok jetzt noch auf mein Modellbahn-Fotodiorama gestellt und lasse sie jetzt mal ein klein wenig pendeln. Das war's mit dem Unboxing der Baureihe 81 der Steiner Modellwerke im Maßstab 1:32. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dieses Modell mal aus nächster Nähe sehen und hören zu können. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.